Diese unglaubliche Geschichte ereignete sich in Manturu in Indien. Embo war wie die meisten Männer im Dorf Fischer und führte ein ruhiges Leben. Doch das änderte sich eines Tages nach einer Begegnung mit einem gefährlichen Tier. Embo lebte von Geburt an in dem Dorf und verbrachte die Hälfte seines Lebens auf dem Wasser. Er hatte ein altes hölzernes Fischerboot, mit dem er jeden Morgen aufs Meer hinausfuhr, um Fische zu fangen und sie am Markt am Hafen zu verkaufen. Der Mann arbeitete täglich hart, um seinen neugeborenen Sohn Bodhi zu unterstützen. Jede Bootsladung Fisch half Embo, Bodhi den Besuch der Grundschule zu finanzieren. Er wollte nicht, dass sein Kind Fischer werden musste wie er. Er sollte später einmal ein besseres Leben führen, als er selbst hatte. Embo arbeitete meist allein. Er musste Köder und die Angelschnüre vorbereiten und mit seinem Boot täglich aufs Meer hinausfahren, was keine leichte Aufgabe war. Er wohnte direkt am Ufer und parkte sein kleines Boot in der Nähe. Jeden Tag musste er 10 Minuten lang durch einen schmalen Fluss navigieren, bis dieser in einen ruhigen Teil des Meeres mündete. An einem unscheinbaren Morgen, als Embo das Meer erreichte, war es friedlich. Die Sonne versteckte sich noch hinter dem Horizont, als der Mann zu einem seiner Lieblingsplätze paddelte. Er war vor allen anderen Fischern vor Ort und das gefiel ihm. Denn keine Konkurrenz würde bedeuten, dass er einen extra großen Fang machen würde. Aber wenn er gewusst hätte, was ihn an diesem Tag im Wasser erwartete, wäre er vielleicht gar nicht erst in sein Boot gestiegen. Nachdem Embo sein Boot angehalten und seine Angeln aufgestellt hatte, war er bereit, die Füße hochzulegen und den Sonnenaufgang zu beobachten. Doch es blieb ihm nicht viel Zeit zu entspannen. Im Gewässer lauerte etwas, das sein Leben für immer verändern sollte. Eine seiner Angeln ruckte plötzlich nach links. Embo spähte über den Bootsrand und dachte, dass es ein großer Fisch sein musste. Er freute sich so schnell, einen so wertvollen Fang gemacht zu haben. Doch dann sah er den Schatten von etwas, das wenige Meter unter der Wasseroberfläche schwamm. Diese Umrisse waren eindeutig zu breit und zu kräftig für einen Fisch. Der Schatten zerrte heftig an der Angelschnur. Bald zog das Wesen die Angelrute hinter sich her, worauf diese ins Wasser flog. Embo war zu langsam, um zu reagieren, und konnte sie nicht mehr rechtzeitig fassen. Ihm blieb allerdings keine Zeit, sich darüber zu ärgern, womöglich einen sehr großen Fang verpasst zu haben. Denn sein Boot schaukelte hin und her und er versuchte verzweifelt, es zu stabilisieren. In diesem Moment kam ein riesiger grüner Körper aus dem Wasser gesprungen. Zwischen den Wasserspritzern erkannte Embo, dass es gezackte, spitze Zähne hatte. Und sogar seine Haut sah scharfkantig aus. Er erkannte, dass es ein Krokodil war. Er hatte schon früher Krokodile in seichterem Wasser gesehen, aber nie so weit draußen im Sumpf. Embo bemerkte auch, dass es sich um kein ausgewachsenes Krokodil handelte. Es war vielleicht 1,5 Meter lang. Trotzdem hatte der Mann Angst und hoffte, dass das Raubtier bald abdrehen und davonschwimmen würde. Doch das passierte nicht. Stattdessen konnte er etwas Erschreckendes beobachten, als es sich im Wasser drehte und wendete. Um sein Maul hatte sich eine große Plastiktüte verfangen. Als das Tier versuchte, seinen Kiefer aufzureißen, sah es aus, als würde es zu ersticken drohen. Embo stand noch immer unter Schock. Es ist nicht alltäglich, solch einem Tier Angesicht zu Angesicht gegenüber zu stehen. Gleichzeitig wusste er aber, dass er dem Krokodil helfen musste. Der Mann unterdrückte seine Angst und paddelte vorsichtig an das Raubtier heran. Er versuchte sich ruhig zu verhalten, immer auf der Hut, nicht geschnappt zu werden. Mit Hilfe seiner Angelrute versuchte er, die Plastiktüte von dem Kopf des Krokodils zu stülpen. Doch dann geschah es. Es gelang ihm fast, als er in einem unachtsamen Moment in Straucheln geriet und ins Wasser fiel. In dem Mann breitete sich Panik aus. Das Krokodil schwamm mit seinen bedrohlichen Augen auf ihn zu. In dieser Sekunde hatte der Fischer bereits mit seinem Leben abgeschlossen. Er dachte an seine Frau und seinen Sohn und glaubte, jeden Moment von dem Krokodil gepackt zu werden. Doch das Ereignis blieb aus. Stattdessen schwamm das Raubtier dicht an Mann heran und stoppte kurz vor ihm. Embo war verwirrt und geschockt zugleich. Wenige Zentimeter vor ihm befand sich ein Krokodil mit messerscharfen Zähnen, das ihm aber nichts tat. Der Koloss schien verstanden zu haben, dass Embo ihm helfen wollte. Der Mann zögerte nicht lange und riss dem Tier vorsichtig die Plastiktüte vom Kopf und bewahrte es so vor dem sicheren Tod. Anschließend stieß er es mit einem leichten Stoß von ihm weg und kletterte auf sein Boot zurück. Der Fischer und das Krokodil schauten sich für einen kurzen Moment tief in die Augen. Bevor er weiter über die Situation nachdachte, schnappte er sich die Ruder und entfernte sich von dem Ort. Auch das Krokodil schwamm schließlich in der Ferne davon. Embo konnte nicht glauben, was gerade passiert war. Sein Adrenalinspiegel stieg in die Höhe und er brauchte einige Zeit, um sich zu beruhigen und zu realisieren, was er gerade erlebt hatte. Aber der Tag war noch nicht zu Ende, und er sollte noch viel bizarrer werden. Als Embo einige Zeit später zum Fluss zurückkehrte, hörte er ein Plätschern hinter seinem Boot. Er schaute zurück und zu seiner Überraschung war dort wieder das Krokodil. Embo wusste nicht, ob er in Gefahr war oder nicht, also ruderte er kräftiger. Aber das Krokodil holte ihn schnell ein und schwamm neben dem Boot her. Schließlich stupste sie das Boot sanft an.
Erst dachte der Fischer, das Raubtier wollte das Boot umstoßen, aber dann erkannte er, dass sie nur mit ihm spielen wollte. Also warf Embo ihr einen der Fische zu, die er zuvor gefangen hatte. Das Krokodil schnappte nach ihm und schwamm neben dem Boot her, bis Embo in der Nähe seines Hauses ankam. Seine Frau war zufällig in der Nähe des Flussbettes und geriet in Panik, als sie dicht neben ihrem Mann das Raubtier entdeckte. Sie winkte kräftig mit ihren Armen und rief ihm aufgeregt zu, dass dort ein Krokodil schwamm. Doch Embo versicherte ihr, dass alles in Ordnung sei. Sie glaubte ihm erst, als er das Boot abstellte und das Krokodil sanft zu ihrem neuen Freund heranschwamm. Embo reichte ihr einen weiteren Fisch. Diesmal berührten sie sich fast. Nachdem sie noch ein wenig im Fluss herumgeschwommen waren, zog sich das Krokodil schließlich zurück. Es fühlte sich an wie ein einmaliges Erlebnis im Leben. Aber die Geschichte war noch lange nicht zu Ende. 3 Jahre später hatte Embos Frau eine verblüffende Nachricht für ihren Mann. Dieser war gerade mit seinem Sohn auf einem Angelausflug außerhalb der Stadt, als seine Frau ihn anrief. Sie erzählte ihm, dass etwas Erstaunliches passiert sei. Das Krokodil von vor 3 Jahren war zurückgekehrt, und sie schien nach Embo zu suchen. Da er nicht da war, fütterte seine Frau das Krokodil, ebenso wie die Nachbarn, denen sie von der Geschichte vor all den Jahren erzählt hatten. Am nächsten Tag kehrte Embo nach Hause zurück und fand das Krokodil dort wieder. Sie begrüßten sich in einem seichten Teil des Flusses. Und das Krokodil ließ Embo ganz nah herankommen. Das Raubtier war nicht mehr so klein, wie er es in Erinnerung hatte. Nun war es zu einem ausgewachsenen Krokodil herangewachsen, das von Kopf bis Fuß etwa 3 Meter lang war. Was sich jedoch über den Zeitraum nicht verändert hatte, war die Zuneigung, die es für Embo empfand. Das Tier erinnerte sich daran, dass er ihr an jenem Tag vor all den Jahren das Leben gerettet hatte. Seit ihrer Rückkehr hatte Embo das Krokodil Riska genannt. Von diesem Tag an hielt sich das Krokodil täglich in der Nähe des Dorfes auf. Es schwamm oft zu seinem Haus und suchte nach ihm und natürlich auch nach etwas zu essen. Die Dorfbewohner gewöhnten sich an diesen ungewöhnlichen Anblick und gewannen das Tier bald ebenso lieb. Dieses Prozedere führte sich jahrelang fort. Wenn Riska einmal nicht auftauchte, tat Embo etwas Unerwartetes. Er holte sein Boot heraus, fuhr auf den Fluss und suchte das Gebiet nach ihr ab. So wie es jeder Tierbesitzer tun würde, wenn sein Hund oder seine Katze entlaufen war. Niemand hätte geglaubt, dass ein Krokodil einem Menschen vertrauen könnte. Aber Embos Freundschaft mit Riska hatte sie eines Besseren belehrt. Lass mir gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Du suchst noch das perfekte Weihnachtsgeschenk für deine Liebsten, die genauso tierbegeistert sind wie du? Dann schau gerne bei meinem Partner Print Pets vorbei. Print Pets zeichnet dir dein persönliches Haustier und bedruckt damit hochwertige Produkte wie T-Shirts, Tassen oder Handyhüllen. Mit dem Code LEDDY erhältst du zusätzlich einen Rabatt von 10%. Den Link zur Website findest du in der Videobeschreibung.